Ich bin der Dieter Jungvogel und lebe hier in Weidring, und die ergebnisorientierte Bewirtschaftung gibt mir die Möglichkeit, mich als Bauer so zu entfalten, wie ich möchte. Also der Unterschied zu anderen Wiesen ist einfach, dass wir aus diesen Wiesen nicht das Maximum herausholen, sondern wir holen das heraus aus den Wiesen, was uns die Natur zur Verfügung stellt. Und wir haben also da auch keine Düngemittel oder sonst was, dass wir das Wachstum fördern, sondern wir gehen her und lassen die Natur das machen, was sie will, und schauen nur darauf, dass wir wie giftige Pflanzen, die was fürs Futter schlecht wären und so weiter, dass wir die reduzieren. Ich grenze mit diesen Wiesen an Nachbarwiesen an, und diese Nachbarwiesen, die werden natürlich anders bewirtschaftet, da ist Dünger und so weiter. Und dann hat man immer das Problem an den Übergangsflächen, dass also praktisch dort, wo die Wirtschaftswiesen sind, auch andere Pflanzen sind, ist logisch. Und auch durch die Düngung vom Boden, die also nicht so exakt auf einen Millimeter aufhören kann, hast du dort also schnelleres Pflanzenwachstum, und dann haben viele kleinere Pflanzen, die eigentlich in dieses Habitat gehören würden, keine Chance, weil die würden ersticken zwischen den großen Nutzpflanzen, sage ich jetzt einmal so. Bei den Übergangsflächen ist es wichtig, dass man die zum Beispiel früher mäht, damit also die Verbreitung der Pflanzen, die bei uns unerwünscht sind, nicht so stattfinden kann. Und das ist also auch ein Riesenvorteil vom EBW, dass also diese Möglichkeiten gegeben sind. Es gibt so Zeigerpflanzen in diesen Wiesen, und diese Zeigerpflanzen zeigen, wie es der Natur geht, und an diese Pflanzen kann man sich richten, indem man einfach schaut, kommt diese Pflanze vor, wie häufig kommt diese Pflanze vor und in was für einem Zustand ist die, wird die weniger oder wird die mehr, und dann kann man seine Mäharten oder wie man halt das Ganze macht, dann auch richten. Diese Wiese wird einmal im Jahr gemäht. Und war ganz früher als Streuwiese verwendet, aber weil wir andere Tiere haben, also Yaks, die sehr gute Futterverzehrer sind, ist es so, dass also praktisch wir das auch als Futter verwenden für die Tiere. Bei diesen Wiesen ist es so, dass ich also, wenn man sie sehr gut pflegt, dann ist eigentlich die Wiese, sieht von oben sogar relativ trocken aus, weil die Grasnarbe total in Ordnung ist. Ja. Wenn aber diese Wiese gestört wird durch schwere Maschinen und so weiter, dann sieht man, wo die Grasnarbe bricht, dass dann natürlich sofort das Wasser zum Vorschein kommt. Ja, das Augenscheinlichste für Feuchtwiesen ist ein Wollgras. Wenn ich sehe, dass da so weiße Stöpsel oder Wattebällchen herumhängen, dann weiß ich sicher mal, dass es sich um eine feuchte Wiese handelt. Auch von der Farbgebung her kann man es teilweise sagen, wenn man dann also die Knabenkräuter sieht mit ihren starken Farben. Und ja, im Herbst sind es dann das Studentenröschen oder Sumpfherzblatt. Also es gibt zu jeder Jahreszeit eigentlich Pflanzen, an denen man erkennen kann, was für eine Wiese das ist. Wir haben ein Problem, sage ich heute, in der Landwirtschaft, wenn 3 Tage schönes Wetter ist, dann ist im ganzen Dorf jede Wiese weg. Ja. Früher war das so, da hat der Bauer mit einer Wiese angefangen, und dadurch sind also Stufen entstanden, und diese Stufen machen wir natürlich jetzt auch wieder mit unseren Wiesen, und es wird nicht alles auf einmal gemäht, und dann steht auf einer Seite hohes Gras, und das heißt also auch für Insekten, die können dann praktisch ihren Lebensraum 10 Meter nach links verschieben, und da ist nicht alles im Prinzip weggemäht. Wir haben gesagt, wir schauen, dass also die Natur auch einen Platz hat, dass also die Artenvielfalt da bleibt, dass die Pflanzen im Prinzip, die was bei uns immer vorgekommen sind, auch noch weiter vorkommen können und nicht irgendwann einmal aussterben.